Gulasch nach Großmutters Art. Ohne Mehl, ohne Zauberstoffe, nur Natur mit ganz viel Zwiebeln. Wie das funktioniert, zeigen wir euch jetzt. Die beiden wichtigsten Zutaten für unser Schweinefleischgulasch sind natürlich zum einen Schweinefleisch aus der Keule geschnitten. Das sind jetzt 1,5 Kilo für 4 Personen. Das ist schon ordentlich, aber ich kenne ja mich, wenn ich beim Gulaschessen mich hungrig esse, ist das immer ganz, ganz schlecht, wenn es keine Reserven gibt. Deswegen meine Empfehlung für 4 Personen 1,5 Kilo. Und das ist sehr, sehr wichtig, Zwiebeln. Und ihr seht, ich habe extra 2 gleiche Schalen genommen, vom Volumen her, das heißt von der Abdeckung her, genau die gleiche Menge Zwiebeln wie Schweinefleisch. Vom Gewicht passt es natürlich nicht, deswegen sprechen wir immer vom Volumen. Zwiebeln genauso viel wie Schweinefleisch. Was wir noch brauchen für unser Gulasch ist etwas Zitronenzeste. Wir haben hier gute Butter, würde meine Großmutter jetzt sagen. Wir haben eine Nelke, wir haben ein Lorbeerblatt, wir haben eine Knoblauchzehe, wir haben ein bisschen Kümmel, das ist jetzt hier ungefähr einen Teelöffel voll, und wir brauchen nachher noch ein bisschen milden Paprika. Was wir hiermit machen, zeige ich euch später. Wir braten jetzt erstmal das Fleisch an. Ich habe den größten Topf aus meinem Schrank geholt, weil wir brauchen jetzt Fläche zum Anbraten. Das Öl ist schon heiß, da kommt jetzt unser Schweinefleisch alles auf einmal hinein. Und zwar, ganz, ganz wichtig, jetzt hier nicht gleich umrühren, sondern erstmal nur verteilen, dass es sich richtig schön anbraten lässt. So, jetzt haben wir das schon eine gewisse Zeit angebraten und man kann da unten schon die ersten Röststoffe erkennen. Und durch meinen großen Topf habe ich auch genügend Hitze, dass es nicht anfängt zu kochen. Wir rühren es jetzt das erste Mal um und braten es von allen Seiten lecker braun an. So, schaut mal, jetzt haben wir hier schon richtig gute Farbe. Auch auf dem Topfboden haben wir schon ein richtig gutes Ergebnis. Du siehst gar nichts. Die Kamerafrau Carmen sieht nichts mehr. Wenn wir das Ergebnis haben, kommen da jetzt unsere ganzen Zwiebeln oben drauf und die braten wir ebenfalls lecker braun mit an. So, das wird ein super leckeres Essen. Und jetzt erkennt ihr auch, warum ich den großen Topf genommen habe, weil wir brauchen jetzt ein bisschen Kraft. Wie ihr seht, sind jetzt auch unsere Zwiebeln angebraten und es ist jetzt nicht mehr so heiß in diesem Topf, weil die Zwiebeln ja unglaublich viel Feuchtigkeit mitgebracht haben. Das ist auch in Ordnung. So haben wir ein bisschen die Kamen. Hier, film mal eben hier rein. Film doch bitte mal eben hier rein. Ihr seht, unsere Röststoffe hier im Topf sind im Prinzip alle, haben sich schon aufgelöst durch die Feuchtigkeit. Das ist der richtige Zeitpunkt, um ein bisschen Tomatenmark dazu zu geben. So 2 Esslöffel würde ich sagen bei 1,5 Kilo. Und dieses Tomatenmark schwitzen wir jetzt ebenfalls mit an und geben dort nochmal einen Schuss einfaches Leitungswasser dazu, um auch die letzten Röststoffe vom Topfboden loszukochen. Nur so kriegen wir unsere Farbe. Das ist so ähnlich gemacht wie in unserem Film Wie setzen wir eine braune Grundsoße ein. Ich blende das nochmal an. Da geht es ja auch darum, Knochen anzurösten, Gemüse dazu zu geben, in diesem Fall jetzt die Zwiebeln. Und wir haben keine Knochen, wir haben Fleisch, aber der Vorgang ist derselbe. Wir wollen ein dunkles Gulasch haben. So, ihr seht, unser Topfboden ist durch diesen Schluck Wasser, den wir dazugegeben haben, richtig schön sauber geworden. Und wir haben, ich hole das da mal raus, Carmen, da kannst du es besser sehen, schon eine richtig schöne Farbe, oder? Sieht doch schon gut aus. Und jetzt, wo das wieder anfängt zu schwitzen, man hört es ja auch, dass es jetzt ein bisschen knistert, geben wir dort unser Paprikapulver dazu. 1,5 Kilo Fleisch, so einen schön gehäuften Esslöffel Paprikapulver. Und das schwitzen wir jetzt ebenfalls mit an. Dabei entstehen, was ist mit dir? Weil man nicht sieht, oder was? Ja. Doch, man sieht das. Das liegt nicht an dir, das liegt am Gulaschkochen. Also diese Paprika wird mit angeschwitzt und wenn es dann am Topfboden wieder neue Röststoffe gibt, was haben wir gelernt? Die löschen wir nochmal ab und dann füllen wir das mit normalem Wasser auf, weil
das Gulasch und die Zwiebeln, die bringen uns ja so viel Geschmack, da jetzt mit einer Brühe raufzugeben, das wäre wie Eulen nach Athen tragen. Das ist kompletter Quatsch, weil es wird ja so schon ein kräftiges Gulasch. Und was uns dann noch fehlt, sind die Gewürze. Unser Gulasch kocht ja jetzt auf kleiner Flamme. Jetzt müssen wir noch dringend Geschmack reingeben. Und ich habe ja schon erwähnt, wir haben hier Butter, wir haben Kümmel, Knoblauch, ein bisschen Nelke und ein Lorbeerblättchen. Dann nehmen wir wieder unseren Zestenreißer und ziehen hier nur so ein bisschen Zeste herunter. So 3, 4 Striche, mehr brauchen wir. Ja, okay, dann nehmen wir noch ein bisschen mehr. Ist ein bisschen wenig runtergekommen. So. Oh, Carmen, jetzt schon wieder der Duft, ne? Riechst du das? Knoblauch fein schneiden, das Lorbeerblättchen einfach kaputt machen. So. Und jetzt kommt unsere Butter ins Spiel. Und die Butter hat jetzt die Aufgabe, alles das, was wir hier vorbereitet haben an Zeste und Gewürzen, festzuhalten. Und jetzt kann ich das Ganze durchhacken. Ohne dass mit der Kümmel hin und her springt. So bekommt man auch den ungeliebten Kümmel ganz, ganz fein gehackt. Es gibt natürlich auch gemahlenen Kümmel. Aber ich halte ja von gemahlenen Gewürzen sowieso nicht so furchtbar viel. Ich mache das lieber alles frisch. Und meine Zeste will ja auch klein gehackt werden und mein Knoblauch und die Nelke und das Lorbeerblättchen. Und so haben wir alles auf einmal. Und diese Gewürzmischung geben wir jetzt gleich mit ein wenig Salz zu unserem Gulasch. In unser leicht köchelndes Gulasch geben wir jetzt unsere, wenn man so will, unsere Kräuterbutter hinein. Und was uns natürlich noch komplett fehlt, ist Salz. Beim Salz ist es so, da wäre ich jetzt zu Anfang ein bisschen sparsamer, weil wahrscheinlich wird noch ein bisschen Feuchtigkeit verdampfen und wir können noch gerne noch ein bisschen später nachsalzen. Und beim Pfeffer, da wäre ich jetzt auch nicht so geizig, aber natürlich auch nicht überwürzen, müsst ihr euch so ein bisschen rantasten. Und Carmen hat mich eben noch mal darauf angesprochen, auf unseren großen Topf. Natürlich ist es mir klar, dass nicht jeder so einen großen Topf in seiner Privatwohnung hat. Ihr könnt dieses Anbraten, könnt ihr natürlich auch in 2 Schritten machen. Erst das Schweinefleisch zweimal hintereinander anbraten, das dann schon gebratene herausnehmen und dann in den Topf nochmal die Zwiebeln vielleicht auch in 2 Durchgängen und dann fügt ihr wieder alles zusammen in einen Topf. Das geht natürlich auch. So, wir haben alles zusammengebracht. Jetzt machen wir da einen Deckel drauf und das Ganze lassen wir jetzt wenigstens 40 Minuten unter kleiner Hitze langsam vor sich hin köcheln. Und die Idee für alle die, die sich immer noch wundern mit der Unmenge an Zwiebeln, ist die, dass die Zwiebeln jetzt komplett verkochen und die sollen uns das Gulasch von ganz allein andicken. 40 Minuten sind rum, jetzt wollen wir mal gucken. Carmen, schau dir bitte diese Farbe an. Ich habe gesagt, dass unsere Zwiebeln verkochen und uns die Soße andicken. Und du hast recht gehabt, würde ich sagen. Es ist kein Mehl drin, kein Mondamin, keine irgendwelchen Zauberstoffe, sondern es ist reines Gulasch. Das möchte ich jetzt mal probieren. Mir läuft das Wasser im Munde zusammen. So, füll mal hier auf unseren kleinen Probierteller. Hier sind noch so 1, 2 Zwiebeln, aber das ist ja auch in Ordnung. Und das Fleisch ist nicht zerfallen, es ist nicht verkocht. Und die Farbe ist ja fantastisch. Und schau mal, das ist doch das, was wir erwarten, ne? Siehst du? Es ist, wenn man es auseinanderzieht, ist es so faserig. Das heißt, es ist gar. Sonst könnte ich es ja nicht auseinanderziehen. Und dieses wollen wir jetzt mal probieren. Was wir dazu dringend brauchen, ist entweder eine Salzkartoffel, so mag ich es am liebsten, oder einen Kartoffelknödel, ist auch lecker. In meiner Familie gab es auch ganz oft Nudeln dazu. Hätte ich jetzt auch gesagt. Also irgendwie so Bandnudeln dazu. Hat immer gut geschmeckt. Aber das könnt ihr machen, wie ihr wollt. Es ist wirklich lecker. Und einen Gurkensalat. Genau. Gulasch mit Gurkensalat. Den können wir übrigens demnächst auch mal zeigen. Also, das ist doch super einfache Küche und super schnell gemacht und ohne irgendwelche Zaubermittel. Einfach lecker. Ich werde das jetzt wegnaschen und Carmen muss um den Rest kämpfen. Wir sagen Dankeschön fürs Zuschauen, die Kamerafrau Carmen und der Kalle vor der Kamera. Über einen Daumen hoch würden wir uns sehr freuen, über ein Abo natürlich genauso. Und weitere Rezepte werden da jetzt eingeblendet. Und eins dürft ihr niemals vergessen. Wir haben euch lieb. und wie. Tschüss. Tschüss.